Herzlich willkommen zu einem kurzen Hands-on zum Connect 55 UHD von Löwe, der erste Ultra-HD-Fernseher von Löwe. Und bei dem ist alles auf Geschwindigkeit getrimmt. Man hat jetzt, sieht am Blinken, ich habe ihn gerade schon eingeschaltet, das dauert jetzt erstmal ein bisschen, wie das bei den meisten heutigen Smart- und Flat-TVs eben so ist. Das weiß man auch bei Löwe und hat deswegen einen Quick-Start eingebaut. Dafür geht man, den zeigen wir mal als erstes, ins Menü unter Bedienung und hier findet man den Punkt Schnellstart-Mode. Und hier kann man jetzt mehrere Zeiträume über den Tag verteilt angeben, wann der Fernseher im Schnellstartmodus starten soll. Da haben wir jetzt mal 6 bis 17 Uhr angegeben, in dem Korridor müssten wir uns gerade noch befinden. Da drücken wir OK und zurück und zurück. Und gehen mal den langen Weg, den kurzen zeigen wir gleich und zurück. So, jetzt machen wir ihn mit dem coolen Löwe-Effekt wieder aus. So, und wenn ich ihn jetzt einschalte, dann ist er wirklich sofort an. Das funktioniert wirklich wunderbar schnell, genauso schnell wie das Instant Channel Zapping. Das Umschalten ist hier nämlich unglaublich schnell bei Löwe. Man kennt das noch im Prinzip damals aus dem analogen Zeitalter, da ging das auch so schnell. Das ist man heute gar nicht mehr gewöhnt, aber das funktioniert wirklich sehr schnell. Das ist sehr praktisch, wenn man auf der Couch sitzt und abends einfach nur mal die Werbung überbrücken will oder sowas. Damit wird im Prinzip auf die technischen Genauigkeiten gehen wir im Test in der HDTV 2 2015 ein. Der nächste und der vorherige Sender werden im Prinzip zwischengespeichert, wenn man so möchte. Und dadurch funktioniert das dann so schnell. Und das ist wirklich extrem praktisch. Extrem praktisch ist auch der DR Plus Festplattenrekorder, der integrierte, der einem 1000 GB Festplatte zum Aufnehmen zur Verfügung stellt. Da können wir uns hier mal eine anschauen. Die starten dann auch, wie man jetzt sieht, mittendrin, weil wir an dem Punkt das letzte Mal aufgehört haben. Das ist sehr praktisch. Kann da normal pausieren und Play und spulen. Man kann mit einem Druck auf die Vorspulentaste, springt man 2 Sekunden nach vorne, 2 Minuten nach vorne, Entschuldigung. Und wenn man sie länger gedrückt hält, dann spult man und kann das schneller machen oder wieder langsamer machen. Und das länger und kurzer Drücken, das ist auch ein gutes Stichwort. Da gehen wir hier erstmal raus. Klären wir aber gleich, denn man kann natürlich auch, wie das heutzutage Usus ist, in der laufenden Sendung, dank des Festplattenrekorders kann man pausieren, kann sich kurz die Chips aus dem Kühlschrank holen oder nach dem Essen schauen und kann danach wieder weiterschauen und dann auch hier innerhalb der Aufnahme vor- und zurückspulen, wenn man das möchte. Im praktischen EPG kann man dann sich auch die jeweiligen Sendungen aussuchen, wie man das eben kennt. Wenn man jetzt hier auf OK drückt, dann kommt man zu der Sendung und sieht hier unten schon den roten Rack-Button und kann sich jetzt hier einstellen, ob man die Sendung einmalig, täglich, wöchentlich, je nachdem, wie sie eben läuft oder als Serie aufnehmen möchte. So, jetzt nochmal zurück zum langen und kurzen Drücken der Tasten. Das probieren wir mal an der Kamera. Wenn ich jetzt hier auf den, kann man das ein bisschen sehen, ja, auf den Home-Button klicke, dann komme ich ins Home-Menü. So, da drücke ich jetzt nochmal zurück. Jetzt haben wir natürlich nur ein Menü. Machen das mal besser mit der Menütaste. Genau, wenn ich jetzt hier im Sender in die Menütaste gehe, dann finde ich die wichtigsten Funktionen, die mir jetzt hier zur Verfügung stehen. Ob ich da Sprache ändern kann, ob ich sie aufnehmen möchte, Toneinstellungen etc. Drücke ich wieder zurück, komme ich da wieder raus. Wenn ich aber länger auf die Menütaste drücke, dann komme ich ins Hauptmenü und kann hier sehr viele Bild- und Toneinstellungen vornehmen, Netzwerk, Anschlüsse etc. Das ist am Anfang tatsächlich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier mit einem langen Druck auf die Back-Taste kommt man dann wieder in das Vollbild rein. Und hier sehen wir jetzt gerade noch in der Aufnahme, glaube ich. Die spulen wir mal vor bis zum aktuellen Stand, beziehungsweise stoppen die einfach. Das klingt erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man das aber ein bisschen drin hat, dann ist das wirklich sehr intuitiv und sehr praktisch. Eine Bild-in-Bild-Funktion gibt es natürlich auch. Hier sieht man, jetzt hat man im zweiten Bild Pro 7, da kann man, wenn man jetzt die Menütaste drückt,
kann man hier eben meinetwegen den Bildaustausch machen, dass man da drüber springt. Solange das Bild im Bild aktiv ist, steuert man im Prinzip auch das. Wenn ich jetzt also ins Home-Menü gehe und hier eben RTL einstelle, dann ändert sich nicht RTL im großen Bild, sondern RTL im kleinen Bild. Dafür muss ich das kleine Bild dann eben erst wieder ausmachen und steuere dann wieder das Hauptbild. Da gehen wir nochmal ins Home-Menü rein. Da haben wir hier im Prinzip die gesammelten Favoriten, die man auch sehr praktisch sich dazufügen kann. Das letzte war RTL 2, genau, gucken wir mal rein und suchen uns mal einen Sender, der da noch nicht drin ist. RTL 2, Super RTL haben wir wahrscheinlich noch nicht drin. Wenn ich jetzt hier einfach, hier oben gibt es die Taste mit dem Stern, mal gucken, ob man die sehen kann. Ja, ein bisschen hier, genau. Wenn ich da jetzt drauf drücke, dann wird der Sender automatisch der Favoritenliste hinzugefügt. Jetzt erscheint unten rechts auch Super RTL. Hier kann ich dann eben auch durch die verschiedenen Angebote schalten. Hier rechts hat man die Quellen, hat man Sachen angeschlossen, eben auch die AV-Quellen, wenn man eine Playstation oder einen Blu-ray-Player etc. anschließen möchte. Hier im Web findet man dann neben einem Browser, der, vorausgesetzt natürlich, man hat in der Einstellung soweit gut und schnell funktioniert. Ohne Tastatur ist es halt immer so eine Sache, aber das ist ja nichts Neues. Da gehen wir nochmal raus, wollen wir, und nochmal ins Home-Menü und wollen uns das Medianet zum Abschluss nochmal kurz angucken. Denn das macht den Fernseher letztlich auch zum ausgewachsenen Smart TV. Hier hat man dann neue und Empfehlungen erstmal, und wenn man auf Stöbern geht, sieht man, welche riesige Auswahl sich schon vorinstalliert hier im System bietet. Da sind alle möglichen Mediatheken dabei, inklusive YouTube und was man sich wünschen kann. Also da bleiben letztlich überhaupt keine Wünsche offen. Themen wie Netflix oder Amazon Prime besprechen wir ebenfalls, genau wie die Bildqualität und die Tonqualität und alle weiteren Qualitäten dieses Tipps im Test der neuen HDTV 2 2015, die ab 20. Februar im Handel ist.